Wir dürfen uns jetzt gemeinsam auf einen Ingenieur für Theater- und Veranstaltungstechnik mit sehr großer Leidenschaft für Technologien wie KI freuen. Er ist einer der Geschäftsführer von Aura Engineering und die machen zum Beispiel Full-Service-Angebote für Veranstaltungstechnik und schaffen auch ganz besondere Event-Erlebnisse und Lösungen. Und jetzt geht es um den sinnvollen Einsatz von KI in der Planung von Projektions-Mappings und auch um den sinnvollen Einsatz von KI in der Video-Content-Erstellung. Und sehr cool, dass er viele Praxisbeispiele von Aura mitbringt. Das hat er mir im Vorfeld gesteckt. Er wollte auch möglichst noch alle neuesten Technologien mit einbinden können. Da werde ich ihn gleich mal noch kurz zu befragen. Bitte euer Applaus für Tom Greber. Hey, grüß dich. Moin. Moin. Schön, dass auch du da bist, um das nochmal aufzugreifen. Ja, du hast gesagt, ich kann die Präsentation gar nicht 3 Wochen oder 2 Wochen vorher einreichen, weil da immer noch so viel kommt an Updates, an Neuerungen. Wie schaffst du es eigentlich, das alles auf dem Schirm zu haben? Meistens nicht. Meistens brauchst du dann irgendwann mal so eine Bahnfahrt, wo man nochmal reinschauen kann, was ist gerade so passiert. Oder man bekommt es auf Produktionen von KollegInnen mit. Wir haben jetzt das und das genutzt und dann arbeitet man sich selber ein in das Tool. Und dann sind es auch so Vorträge wie diese, wo man sich dann nochmal ein bisschen Zeit nimmt, schaut, was gab es Neues, was ist Neues passiert, was kann ich den Menschen noch erzählen. Und das habe ich auch gestern Abend nochmal gemacht. Und das wirst du sehr visuell jetzt auf die Leinwand hier übertragen, hast du mir ja auch schon verraten, freue ich mich drauf. Und schön, dass ihr euer Interesse mitgebracht habt. Und dann ist die Bühne jetzt deine, lieber Tom. Super, vielen Dank. Gerne. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ein paar Menschlein hier sind, um mir zuzuhören bei diesem wundervollen Thema KI. Es ist der 100. Vortrag vermutlich, nicht nur auf dieser Messe, sondern insgesamt, den irgendjemand über künstliche Intelligenz hält. Ich versuche es relativ praxisnah zu halten. Wie kann uns KI im kreativen Workflow unterstützen? Und vor allem, wie kann uns KI bei Projektionsmappings unterstützen? Ja, Projektionsmappings immer noch ein wahnsinnig tolles kreatives Mittel, um öffentlichkeitswirksam Botschaften darzustellen, um Kampagnen darzustellen, um Kunst darzustellen. Wird regelmäßig gemacht, vor allem in Berlin, in den großen Städten. Gerade lief das Festival of Lights, in Frankfurt lief die Illuminale und überall werden Gebäude angemappt. Und wir haben mir die Frage gestellt, irgendwann im letzten Jahr, naja, wir sind so weit mittlerweile mit KI, kann man da nicht Tools nutzen, um da ein bisschen voranzuschreiten? Habe dann gedacht, das ist ein großartiges Thema für eine Masterarbeit, habe meine Masterarbeit darüber geschrieben, die jetzt seit einem halben Jahr fertig ist und seitdem versuche ich irgendwie zu schauen, was ist noch passiert und was kann KI mittlerweile an diesem Punkt. Was ich vorwegschießen mag, ich gehe hier auf fertige Tools ein, also das, was jeder von euch zugreifen kann, wo jeder von euch manchmal gegen eine Lizenzgebühr online diese Tools nutzen kann. Natürlich gibt es die Möglichkeit, sich eigene KI-Tools zu bauen, zu programmieren, zu schreiben. Das ist mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden. Deswegen nur das, wo ihr theoretisch nach diesem Vortrag hingehen könnt und sagen könnt, okay, das mal jetzt genauso machen. Gut, fangen wir an. Wo bekomme ich den Content her? Ja, am Anfang ist natürlich die Idee, ich habe ein Gebäude, ich habe eine Fassade, ich habe einen Berg, ich habe irgendeine Struktur, da wollen wir Content draufpacken. Wo bekomme ich den her? Wie funktioniert das? Wie machen wir das? Und das genau ist der Ansatz, den ich mir nachgedacht habe, zu schauen, hey, an welcher Stelle kann uns KI hier unterstützen? Und es gibt mittlerweile wundervolle bildgenerative Tools, die ich euch gleich beispielhaft mal an 2 vorstellen mag, wo man Content mit eigenem Input generieren kann. Und dann komme ich her, habe eine Idee und denke mir, das könnte auf die Fassade passen, werfe das in mein bildgeneratives Tool rein, ja, und bekomme eine KI raus. Ich habe hier mal beispielhaft so einen Automaten gezeichnet, der für mich so ein bisschen veranschaulicht, was kann ich da eigentlich tun. Ja, ich werfe da irgendwie einen Prompt rein, ich sage, ich hätte gerne einen Sonnenuntergang oder ich hätte gerne eine Galaxie, schreibe da irgendwie was zusammen und werfe da ein 2-Euro-Münzchen ein und dann kommt mein Content raus. In der Theorie funktioniert das so einfach, in der Praxis wird es dann ein bisschen schwieriger und man sitzt da teilweise stundenlang dran und das ist das, wohin ich euch mitnehmen mag. Ja? Wir sitzen also irgendwie vor unserem Rechner, überlegen uns, was passt auf diese Fassade drauf, was wollen wir machen, geben das in unsere KI ein. Dann stelle ich mir das so vor, dass irgendwo im Hintergrund so eine kleine Maschine läuft, die unseren Content zusammenbastelt und ganz am Ende sitzen wir in unserem FOH und basteln hier entsprechend unseren Content mit den Geräten, die wir so haben, auf unsere Fassade, auf unsere Gebäudestruktur drauf. Also was brauche ich für so ein Mapping? Klar, ich brauche mein Gebäude, ich brauche meine Fassade, ich brauche meine Struktur. Die habe ich dann im besten Fall gefunden, wenn ich so ein Projektionsmapping mag. Was brauche ich noch? Natürlich, ich brauche einen Projektor, nicht nur einen, vielleicht auch mehrere. Ich brauche irgendwie meinen Medienserver und ich brauche den Content. Und jetzt beginnt der erste Planungsschritt, denn ich muss planen.
Auch da kann uns KI schon unterstützen. Das soll gar nicht Hauptfokus dieses Vortrages sein, das soll mehr der Content sein, aber natürlich kann ich auch in die Planungsschritte Tools wie ChatGPT mit einbeziehen. Ich gehe mal davon aus, es gibt keinen im Raum, der noch nicht irgendwas in ChatGPT eingetippt hat, oder? Irgendjemand, der noch nicht mit ChatGPT gearbeitet hat? Wundervoll. Also, wir können alles mit ChatGPT machen. Mittlerweile stellen wir uns eigene GPTs zusammen. Ich habe das zum Beispiel mit Projektoren gemacht. Ich habe mir einen eigenen GPT gebaut, der heißt Projektor-Kalkulation. Was habe ich da gemacht? Ich habe mir von den bekannten Herstellern, Panasonic, Barco, Epson, alle möglichen Datenblätter runtergeladen, habe die in diesen GPT reingeworfen, habe die Links zu den Throw-Distance-Calculatoren reingeworfen, habe ein paar Formeln reingeworfen, habe ein paar Probeprompts gemacht und seitdem gibt mir dieser GPT aus, welchen Projektor brauche ich, welche Optik brauche ich und was werfe ich da rein. Also was ist mein Prompt? Mein Prompt ist, ich habe ein Gebäude, das ist 12 Meter breit, 8 Meter hoch. Welche Optik brauche ich, wenn mein Projektor 12 Meter entfernt stehen soll? Welche Projektorleistung brauche ich? Gib mir doch Empfehlungen für Projektoren. Und dann spuckt er mir eine Tabelle aus und sagt, hier, du kannst den Projektor haben, das oder das. Ich kann auch andersrum hergehen und kann sagen, hey, das ist mein Gebäude und in meinem Lager steht der Projektor und die Optik habe ich, wie weit muss der wegstehen? Und kann dann noch den Schritt weitergehen. Und ChatGPT wirft mir raus, was brauche ich an Stromanforderungen, was brauche ich gegebenenfalls an sonstigen Dingen, die ich beachten muss. Wie ist es mit Sonnenstand, wie ist es mit Sonnenuntergang, wie ist es mit Ballastierung von meinem PA-Turm. Auf das kann man ChatGPT hintrainieren. Ja? Also wenn ihr jetzt das erste Mal hingeht und fragt ihn, hey, welche Optik brauche ich? Die ersten Male hat es bei mir nicht funktioniert. Da kamen ganz, ganz komische Projektionsverhältnisse raus. Da mussten wir das ein bisschen anpassen. Ich musste ihm sagen, nee, das funktioniert nicht. Und irgendwann, nach ein paar Prompts, hat man ihn an der richtigen Stelle. Was ich aber sagen mag, deswegen diese zwei wundervollen Bildchen, diese KI macht immer noch Fehler. Wir müssen also hergehen und müssen schauen, wenn er mir jetzt sagt, ich brauche die und die Optik und den Projektor, macht das überhaupt Sinn? Weil gerade in den Anfangszeiten von ChatGPT hat er mir Projektoren vorgeschlagen, die gab es gar nicht. Und dann hat man die bei Google eingetippt und da dachte ich mir so, ja, okay. Ist vollkommen klar, dass es den nicht gibt, weil der hat irgendwie 23.000 Lumen. Ich kenne keinen Hersteller, der einen Projektor mit so einer krummen Zahl macht. Und darauf muss man aufpassen und das muss man dann im Planungsprozess mit einbeziehen und im besten Fall nochmal mit unserer menschlichen Vernunft darüber gehen. Das ist also der Planungsprozess. Auf der Planungsseite, deswegen gehe ich gar nicht großartig drauf ein, funktioniert es relativ einfach. Wenn man sich einen eigenen GPT baut, mit ChatGPT zu sprechen, zu sagen, was brauche ich, das kommt raus, ich kontrolliere das und fertig. Jetzt ist aber die Frage, wie ist das mit dem Content? Und das ist eigentlich das Main-Ding, warum ich hier bin und warum ich euch das erzählen mag. Beim Content ist es am Ende des Tages so, es gibt bildgenerative Tools, die wundervoll aus Prompts Videos generieren können. Ich habe zwei mitgebracht, mit denen ich mainly arbeite. Das ist einmal OpenAI Sora und es ist Runway ML. Beides Tools, die natürlich in ihrem Umfang irgendwo beschränkt sind und die auch eine Menge Geld kosten. Ja, Sora in der Vollversion 200 € im Monat, wenn man da unbegrenzt prompten mag, ist gar nicht so wenig Geld, funktioniert aber ganz großartig. In meiner Erfahrung, Sora an den Tools, die es fertig gibt, aktuell eines der stärksten Tools, was den Output angeht, was die Möglichkeiten angeht und in dem, was wir damit machen können. Ist natürlich von OpenAI mitentwickelt, funktioniert aber ganz großartig, nutze ich im Prinzip am meisten. Und Runway ML, auch ein Tool, das, glaube ich, den meisten ein Begriff sein wird, die schon mal mit den bildgenerativen Tools gearbeitet haben, funktioniert tatsächlich auch ganz, ganz großartig. Arbeitet, man sieht es oben in der Ecke, mit einem sogenannten Credit-System. Das heißt, man kauft sich Credits ein und mit diesen Credits kann man dann einzelne Bearbeitungsschritte hier machen. Wie das funktioniert, dann auch gleich nochmal. Jetzt gibt es aber ein Problem bei diesen Tools. Wir haben Challenges zu lösen. Challenge Nummer 1, Seitenverhältnis. Ja? Sagt mir ein Gebäude oder eine Fassade, die ein 16:9 oder ein 3:2 oder ein 9:16 Seitenverhältnis hat. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele. Die sind meistens relativ spannend aufgebaut. Jetzt ist es aber so, diese fertigen Tools haben nur diese Auswahl an Aspect Ratios, die sie uns geben. Das ist bei Runway und bei Sora relativ ähnlich. Und aktuell gibt es kein fertiges Tool, das Custom Resolutions unterstützt. Also auch Google Gemini, was jetzt seit ein paar Wochen draußen ist, unterstützt keine Custom Resolutions. Leonardo AI genauso wenig. Also all diese Tools, die euch vorgeschlagen werden, wenn ihr bildgenerative Tools eingebt, all die machen 16:9, 3:2, 1:1, 9:16, in Ausnahmefällen auch 21:9. Das bedeutet, wie lösen wir das? Wir müssen in einem 16:9 oder in einem standardisierten Seitenverhältnis arbeiten und müssen unser Gebäude dann da reinzwängen und am Ende das Masking oder das Cutting oder wie auch immer wir das lösen wollen, in unserem Medienserver machen. Das ist also unsere erste Challenge. Ich kann nicht hingehen und kann sagen, mein Gebäude ist jetzt aber 3200 Pixel breit und 500 Pixel hoch, sondern ich muss halt schauen, dass ich dieses Verhältnis dann irgendwie aus meinem 16:9 Content rausgeneriere. Und das ist wahnsinnig herausfordernd, weil ich natürlich so einem Tool nicht sagen kann, lass mir doch bitte oben und unten was frei. Das funktioniert relativ schlecht. Ich zeige euch das gleich anhand von einem Beispiel, wie gut oder wie schlecht das funktioniert. Es wird aber immer besser. Genau das Gleiche auch bei Runway. Auch dort habe ich meine vorgefertigten Seitenverhältnisse. Funktioniert innerhalb dieser Seitenverhältnisse ganz gut, muss dann aber natürlich in die Nachbearbeitung reingehen.
Nächste Challenge, Auflösung. Die meisten bildgenerativen Tools gerade schaffen im Maximum 1080p, dauert dann aber relativ lange. Man sieht jetzt hier unten bei Sora, 480p geht relativ schnell. Ich glaube nicht, dass ich einen 480p prompten mag. 720p wird schon besser, 1080p ist dann ein bisschen langsamer, funktioniert aber ganz gut. Runway macht es standardmäßig in 720p, hat aber die Möglichkeit für ein paar Credits, ja, also kostet wieder alles Geld, das Ding in 4K abzuscalen. Das ist also der Lösungsweg, den man dann wählen kann. Genauso könnte man das auch mit den Sora-Prompts machen. Da gibt es AI-Anwendungen wie Topaz zum Beispiel. Da wirft man das Ganze rein, zahlt dann wieder Geld für ein neues Tool, damit man den 1080p-Content da reinwerfen kann und kann es dann in 4K upscalen. Damit können wir dann in der Regel auch arbeiten. Aber auch da, wir können wieder keine Custom Resolutions, keine Custom Dinge erstellen, sondern sind an die Dinge gebunden, die uns entsprechend diese Tools zur Verfügung stellen. Ist eine Challenge, die wir dann später händisch lösen müssen. Das können wir noch nicht automatisieren. Wird vielleicht in Zukunft kommen, aber all diese Tools aktuell, und das ist Stand gestern Abend um 23 Uhr, also relativ aktuell, können das noch nicht. So, jetzt die große Fragestellung, wie promptet man denn jetzt, damit man so ein wundervolles Gebäudemapping hinbekommt? Naja, grundlegend, ich gehe mal davon aus, der ein oder andere hat schon mal gepromptet. Ich habe das auch gemacht, ich habe mir aber angewöhnt, mir ist es viel zu doof, diesen Prompt selber auszuformulieren. Ich gehe einfach zu ChatGPT und sage, erstell mir einen Prompt für Sora. In dem Fall soll das Endergebnis eine beeindruckende Milchstraße mit leuchtenden Sternen sein, also eine bunte Galaxie. So, weil mein ChatGPT, mein OpenAI, der gleiche Entwickler, der Sora entwickelt hat, wird ja wohl wissen, wie prompte ich am besten für mein eigenes Tool. Also gehe ich hin, schreibe das rein, bekomme den Prompt rausgeworfen, den muss ich euch jetzt nicht vorlesen, aber ihr seht, das wird wahnsinnig weit ausgearbeitet hier. Brightly shining stars, vivid nebulas, swirling cosmic dust clouds, also er schmückt es schön aus, sodass die AI hinten dran weiß, was muss ich bauen. Und dann hacke ich das bei Sora rein und dann kommt eine wundervolle Galaxie raus. So, haben wir schon mal den ersten Schritt gemacht, finde ich ganz, ganz großartig. Die hat mir an der Stelle irgendwie auch ganz gut gefallen, die kann man dann weiter benutzen. Ihr merkt jetzt nur, dieses Ding loopt nicht. Das ist ein Problem, was wir aber lösen können. Zum Stand meiner Masterarbeit, als ich die abgegeben habe, dieses Jahr im April, war das nicht möglich. Keines der Tools konnte einen Loop erstellen daraus. Das heißt, welchen Weg musste ich gehen? Naja, den Standardweg, den jeder von euch vielleicht auch schon mal in Resoluum gemacht hat. Ich spiele das ab und spiele es dann nochmal rückwärts ab, um es nochmal vorwärts abzuspielen und rückwärts abzuspielen. Dieses Bumping erzeugt dann quasi diesen künstlichen Loop. Würde jetzt bei so einer Milchstraße hier gar nicht mal so böse auffallen. Spätestens, wenn sich aber ein Objekt drehen soll, wird es relativ doof. Was hat also Sora gemacht? Ungefähr ein paar Tage, nachdem ich meine Masterarbeit abgegeben habe und zu dem Schluss gekommen bin, Loopen ist nicht möglich, haben sie sich gesagt, Loopen ist möglich. So, ich habe hier mal ein paar Quallen generiert, finde ich auch ganz hübsch, habe ich bei einer Veranstaltung genutzt, aber auch da, ihr seht es gleich am Ende des Videos, das Ding ruckelt wieder, ja? Zack, so, wir haben keinen vernünftigen Loop. Jetzt hat sich Sora aber gedacht, naja, so eine Loop-Funktion wäre ja eigentlich ganz nett, die basteln wir mal noch unten rechts mit rein. Also bei Sora, wir haben unseren fertigen Content generiert, ich kann loopen. Kann mir dann sogar innerhalb von meinem fertig generierten Content den entsprechenden Abschnitt auswählen, den ich loopen möchte, sagt dann Loop und dann fängt er an zu loopen. So. Und jetzt kann ich euch das 2 Stunden anlassen und gehen Kaffee trinken und ihr werdet immer noch das gleiche Video sehen. Und das finde ich ganz, ganz großartig, weil zum einen ist es was uns im Mapping-Prozess unterstützt, wenn ich an Installationen wie das Festival of Lights in Berlin denke, wo den ganzen Abend lang auf einem Gebäude ein Content zu sehen sein soll, naja, dann soll der nicht an irgendeiner Stelle aufhören und nochmal neu starten, sondern der soll ja durchlaufen und dann können wir das loopen. So, man hat es jetzt nicht wahnsinnig toll gesehen, weil er sich gerade mit dem Content verhaspelt hat, liegt aber daran, dass ich hier in 1080p ausgegeben habe. Dementsprechend hat PowerPoint da gerade wahrscheinlich keine Lust drauf. Seid euch aber sicher, das Ding loopt und man kann es wundervoll einsetzen. So habe ich es nämlich auch schon gemacht. Und jetzt kommt die spannende Challenge. Und weswegen ich das hier erzählen mag, Fassaden-Mapping. Denn bisher war der Content 16:9, 1080p, ich habe einen vollflächigen Screen. Das kann jeder. Ja? Ich kann einen Projektor vor eine Fassade stellen, ziehe meine Cutouts über die Türen, Fenster und Klinkersteine, lege dann vollflächigen Content drauf und alles ist super. Aber was ja so ein Fassaden-Mapping ausmacht, ist, ich mag mit der Fassade, ich mag mit den Gegebenheiten, mit den Fenstern, mit den Erkern, mit den Giebeln interagieren. Man sieht es hier, das war die Illuminale in Frankfurt, der Frankfurter Römer, ein relativ bekanntes Gebäude. Und da sieht man schon, cool, man hat mit diesem eckigen, stufigen, spitz zulaufenden Giebeln gearbeitet, man hat mit den Türen gearbeitet, mit den Fenstern gearbeitet. Das ist natürlich super aufwendig in der Erstellung. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, bevor ich mich da jetzt händisch dran setze und in After Effects oder sonst wo meine Linien mit dem Stift ziehe und das Ganze 12 Stunden lang mache, probiere ich mal, ob ChatGPT das schafft. Also habe ich damit angefangen. Kannst du eine Pixel-Map erstellen für das Gebäude, das ungefähr wie das aussieht. An der Stelle sei gesagt, wenn ihr einen exakten CAD-Plan von eurem Gebäude habt,
bemaßt oder maßstäblich, dann wird er euch diese Map auch auf diesen Plan hin erstellen. Ich habe jetzt bloß quasi gesagt, mach mal was ungefähr so aussieht. So, und dann wirft mir ChatGPT eine Schwarz-auf-Weiß-Folie daraus. Wie gesagt, ich habe gesagt, es soll ungefähr so aussehen. Finde, das ist ihm ganz gut gelungen. Wirf mir das doch einmal raus. Ja, ich kann das als PNG oder als Vektordatei exportieren, habe mir das runtergeladen. Und warum habe ich das gemacht? Naja, ich muss ja meinem KI-Tool eine Referenz geben. Das muss ja wissen, was davon soll ich mit Content füllen. Jetzt habe ich am Anfang gedacht, als ich mit der Bearbeitung gestartet habe, naja, ich bin ja Ingenieur, ich mag gern Zahlen, ich gebe dem einfach die Koordinaten auf der X- und Y-Achse, wo meine Giebel und meine Fenster langlaufen. Also hatte ich so eine Tabelle, da stand dann drin, mein erstes Fenster ist auf der X-Achse bei 200 Pixeln, auf der Y-Achse bei 2 Pixeln und so weiter. Und dann hatte ich ganz, ganz viele Koordinaten. Und dann habe ich so einen langen Prompt da reingehauen, habe gesagt, ich hätte gern das und das. Und an den Stellen von den Zahlen lass mir doch bitte was frei. So funktionieren aber bildgenerative Tools nicht. Bildgenerative Tools funktionieren nicht mathematisch und mit Zahlen, sondern die funktionieren mit kreativem Input. Also sind ganz schreckliche Dinge bei rausgekommen. Mein nächster Lösungsschritt war dann, okay, ich muss mit Referenzbildern arbeiten, weil damit können die Dinge arbeiten. Ich kann den Bild hochladen und kann sagen, mach was mit diesem Bild. Also ist das mein Referenzbild gewesen. Ich habe dieses Bild dann nochmal farblich umgedreht, weil ich mag ja logischerweise bei einem Projektionsmapping meinen schwarzen Hintergrund haben und keinen weißen. Und habe dann im Prompt gesagt, hey, arbeite doch bitte mit den Outlines von diesem Gebäude. Also arbeite mit den Fensterrahmen, arbeite mit dem spitz zulaufenden Giebel. Und habe das dann in Sora reingeworfen. Prompt, Versuch 1. Anfang gut, dann wurde es doof. Ja? Das kann ich nicht auf ein Ding mappen. Schade. Ja? Sah nicht so wahnsinnig toll aus. Dann habe ich mir gedacht, probieren wir das nochmal. Ja, ist wieder so rausgekommen. Damit kann ich immer noch nicht arbeiten. Funktioniert nicht so wirklich. Versuchen wir es noch ein zweites Mal. Also wieder das Ding reingeladen, wieder gesagt, hey, ich hätte jetzt gerne, dass du mit den Outlines arbeitest. Ja, hat wieder nicht funktioniert. Er verschiebt das Ding wieder um 17.000 Achsen und macht ganz, ganz wilde Sachen. Ich bin dann relativ frustriert gewesen und habe weiter gepromptet, so dann immer ein bisschen aggressiver, so ChatGPT mit der Peitsche hinterhergelaufen, das funktioniert immer noch nicht, ändert den Prompt nochmal, und irgendwann dann im 8. Versuch habe ich sowas bekommen und dann war ich so, das schaut ja vielleicht gar nicht so schlecht aus. Ja? Meine Prompts lese ich euch nicht in Gänze vor, sonst sitzen wir morgen noch hier. Ich habe hier so ein bisschen gearbeitet mit use the provided reference image as a static mask und so weiter und den Rest habe ich mir dann auch wieder überlegt und dann nach 8 Versuchen kam was raus, womit man arbeiten kann. Dann hat er mit den Outlines gearbeitet. So. Und dann kann man sich daraus theoretisch wieder Teile aussuchen, kann das loopen und kann das benutzen. Und das war jetzt erst der 8. Prompt. Ich bin mir sicher, hätte ich das jetzt noch 10 Prompts weitergespielt, komme ich irgendwann dahin, wo ich möchte. Und damit können wir dann arbeiten. Ich habe das Ganze auch über die Maske gelegt, die ich reingeladen habe. Die entspricht immer noch der Wahrheit. Das heißt, so funktioniert es. Und so können wir uns dieser Sache annähern. Es ist aber trotzdem, glaube ich, am Ende des Tages nicht viel weniger Arbeit, als wenn ich es selber gezeichnet hätte. Weil allein daran habe ich 2-3 Stunden lang rumgepromptet, bis das Ding so geworden ist, wie es sein sollte. Nur, dass ich eben selbst nicht gearbeitet habe, sondern die KI für mich arbeiten lassen habe, indem ich Texteingaben getätigt habe. Wenn wir das also fortführen können, und ChatGPT lernt ja von uns, sowohl Sora als auch OpenAI lernt von uns und weiß, das möchte der haben. Und wenn ich dann irgendwann sage, ja hier, hast du gut gemacht, das hätte ich gern immer so, dann passiert das auch immer so. Ihr werdet jetzt feststellen, wenn ihr mit OpenAI, mit ChatGPT anfangt zu arbeiten, der ist ja am Anfang relativ dumm. Der weiß noch gar nicht, was ihr von ihm wollt, wenn ihr von Projektionsmapping sprecht. Gebt ihm da erstmal ein paar Referenzbeispiele, schickt ihm Links oder lasst mit dem Agenten eine Recherche machen und sagt, hier, liest dir doch mal was zu Projektionsmapping durch. Und irgendwann weiß er dann, was er tun soll. Meiner ist relativ versaut, weil ich habe 4 Monate Masterarbeit damit gemacht. Also der weiß alles, was es über Projektionsmapping zu wissen gibt und gibt mir dementsprechend auch schon die Sachen aus, die ich wissen mag. Aber er muss trainiert werden, er muss gefüttert werden. Vielleicht profitiert auch der ein oder andere von meinen Recherchen, weil das wird ja alles zum Training genutzt von dem ChatGPT, den ihr auch nutzt. So, wie schaut es in der Praxis aus? Ja, das wurde ja vorhin gesagt. Ich bringe auch ein bisschen Praxisbeispiele mit. Ich habe JazzBaltica gemacht. Das ist ein relativ cooles Jazzfestival an der Ostsee, gemeinsam mit dem Schleswig-Holstein Musikfestival und dem ZDF. Und da hatten wir auf der Bühne 3 kreisrunde Projektionsflächen, die wir quasi gemappt haben. Ja? Also sprich 3 Projektoren, einer auf jede Projektionsfläche und dafür habe ich Content erstellt. Das habe ich im 3. Jahr jetzt gemacht. Die ersten beiden Jahre gab es Sora noch nicht. Was habe ich da gemacht? Naja, ich habe mir mühsam im Internet Content zusammengesucht, habe teilweise das selber gezeichnet, war super aufwendig und irgendwann war man am Ende der Fahnenstange, weil logischerweise habe ich nicht unendlich Budget, um unendlich viele Künstler für mich zeichnen zu lassen oder unendlich viel Stock-Content einzukaufen und ich mag dem Ganzen natürlich eine eigene Note geben. Also habe ich dieses Jahr gedacht, hey, für die JazzBaltica kann ich ja Content generieren und kann den da einsetzen, weil den kann ich ja am Ende so gestalten, wie ich das möchte.
Und das habe ich gemacht. Ihr seht es hier auf diesem Standardbild, was ich gemacht habe von einem der ersten Auftritte. Ich habe mir einfach so eine Augen generieren lassen. Und ihr seht auch die Lupen, ja, es hängt jetzt hier so ein bisschen, weil Output, aber das funktioniert. Und dann habe ich mir das in mein Resolume reingezogen, wo ich gearbeitet habe das eingefärbt und konnte das ganz hervorragend nutzen. Ja. Das sind die 3 Flächen nochmal gewesen, die waren alle so ein bisschen angeschrägt, nur dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Und dann habe ich mit dem Content gearbeitet. Ja. Ihr seht es hier, ich kriege wundervollen Content gebastelt. Ja. So. Auch das loopt jetzt durch. Was habe ich da gemacht? Ich habe mir vorher, und das ist das Tolle, das würde mir keine andere Möglichkeit geben, als das mit KI zu machen, spontan auf Setlisten zu reagieren. Bei diesem Festival ist es so, ich weiß natürlich vorher, welche Gruppen spielen auf der Bühne, aber ich habe Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag jeden Abend 6 Jazz-Kombos auf der Bühne in unterschiedlichen Besetzungen. Und die Setlisten bekomme ich eine halbe Stunde vorher. Jetzt möchte ich aber ja ein bisschen interagieren mit dem, was die in ihrer Setlist stehen haben. Eine halbe Stunde reicht mir aus, um bestimmt 5 neue Contents zu generieren. Also habe ich die Setlist bekommen, auf der Bühne haben die Tonkollegen das Setup umgebaut und ich habe mich kurz in die Ecke gesetzt und habe mit Sora nochmal neue Sachen generiert. Und wenn dann irgendwie so ein Jazzlied Starry Night hieß, dann habe ich mir gedacht, Mensch, arbeite ich heute mal richtig plakativ und bastel dann eine Starry Night hin. So, und dann haben wir die Starry Night dahin gebastelt und alle waren glücklich, weil das ist eine Fernsehaufzeichnung. Es gibt ja nichts Schöneres fürs ZDF-Publikum, als bei einem Lied, was Starry Night heißt, auch im Hintergrund eine Starry Night zu sehen. Und das funktioniert ganz, ganz hervorragend. Was ich teilweise auch geschafft habe, ist, so ein Jazzlied geht ja auch ganz gerne mal 16 Minuten lang, funktioniert. Am Anfang des Liedes festgestellt, das ist der Vibe von dem Lied, passt gar nicht zu dem, was ich mir vorher überlegt habe. Und während das Lied lief, den Content generiert, in Resolume reingezogen und dann in der Hälfte vom Lied eine schöne Stelle gefunden, die Transition zu machen und in den neuen Content reingewechselt. Und diese Möglichkeiten erlaubt uns KI heutzutage. Und das ist ganz, ganz großartig. Nächster Content. So, das war so ein bisschen funkiger, Funk Night. Ich habe auch hier wieder die Setlist bekommen. Ich weiß nicht mehr, um welches Lied es ging. Vielleicht habe ich diesmal nicht so plakativ gearbeitet, aber habe mir gedacht, Mensch, diese Äugleins könnten ganz gut dazu passen. Also habe ich diese Augen generieren lassen. Mein Prompt in dem Fall war Wall of CRT-Style Displays, each showing a blinking human eye in different styles, lighting, looped randomly, black and white, retro aesthetic. Genau das hat er gemacht. Auch hier, es war natürlich wieder nicht der erste Versuch, wo es geklappt hat, sondern es war der 2., 3., 4., bis es da war, wo ich es wollte. Aber das war das, was ich rausbekommen habe. Habe es in Resolume geladen, habe in Resolume meine Farben angepasst, in Absprache mit dem Lichtoperator. Und das war der Content, den ich erstellt habe. Hat ganz, ganz großartig funktioniert bei der Nummer. Also, was hat es mir erlaubt? Mir hat es erlaubt, wahnsinnig viel Content für diese Nummer zu erstellen. Ich musste nicht Contents doppelt nutzen. Klassischer Fall von vor 2 Jahren war, ich habe Partikel, ich habe irgendwas, was zurückfeuert und ich musste es 17 Mal nutzen in 17 Farben, weil ich habe nicht mehr Content. Ist mir dieses Jahr nicht passiert, ich konnte für jedes neuen Content generieren. So sah das Ganze dann entsprechend im Resolume auf. Ja. Wir haben natürlich auch Kameras gehabt, wir haben den Content dann mit den Kameras gemixt und im Fernsehbild hat man hinten dann einen Mix aus Content und Kamerainteraktion gesehen. Hat wirklich wundervoll geklappt. Was erlaubt uns KI noch? Ich habe eine Firmenveranstaltung gemacht vor 3, 4 Wochen und das war das Logo dieser Firmenveranstaltung, 100 Jahre Jubiläum. Da hat man diese wundervolle Note benutzt. Und es hat sich aber niemand auf Kundenseite in der Agentur Gedanken gemacht, was passiert eigentlich mit der Leinwand im Hintergrund, wenn der Speaker seinen Vortrag gehalten hat. Also wenn der Geschäftsführer durch ist mit seinen History durch 100 Jahre, was passiert denn da? War keinem bewusst. Das habe ich auch nicht hinterfragt, bis wir auf der Veranstaltung waren. Und auf der Veranstaltung haben wir dann festgestellt, naja, da spielt doch eine Band, wäre doch cool, wenn irgendwas passiert und die Leinwand nicht aus ist. Also habe ich mir das Logo der Veranstaltung hier unten rechts genommen, habe es in Sora und in Runway gezogen und habe gesagt, mach halt irgendwas Cooles mit dem Ding. Und dann wurde dieses zweidimensionale Ding, was jemand gebaut hat, zu so einem rotierenden Ding. Und dann hatte das schon ein bisschen mehr, als das da hinten dran zu basteln. Also diese spontane Reaktion auf Dinge, die passieren, das ist was total Tolles, was KI uns an der Stelle erlaubt. So. Jetzt höre ich auf zu loben, weil jetzt kommen wir an die Grenzen. Grenzen von KI und dem, was möglich ist, neben Auflösung und neben dem, was passiert. Anpassungsfähigkeit. Die Contents, die von KI generiert werden, die sind nicht so wirklich anpassungsfähig. Ich kann natürlich anfangen zu remixen und kann Sora sagen, das gefällt mir nicht so richtig gut, mach das nochmal neu, probier nochmal eine neue Version. Aber was ich in der Regel bekomme, ist wirklich eine neue Version. Und nicht, der Mond muss 2 Zentimeter weiter rechts an der Stelle. Das schaffe ich nicht. Und ich habe mir mal so diese fiktive Situation mit dem Kunden generiert. Der Kunde, der sagt, bei dem Content hier, schieb mir doch das doch mal ein bisschen weiter nach rechts. Das funktioniert nicht. So funktionieren diese bildgenerativen Tools nicht. Also da müssen wir vorsichtig sein. Wir können nicht dem Kunden einen Content hinwerfen, können sagen, das funktioniert so. Und wenn der Kunde sagt, ich mag das Blau da hinten rechts in der Ecke nicht oder die Linie ist mir zu gerade, das kann ich nicht anpassen. Ja? Also diesen Spagat müssen wir schaffen, zu sagen, an der Stelle müssen wir das von Hand generieren und an der Stelle kann das KI generieren. Das ist also eine Zusammenarbeit. Fehler. Ja?
ganz, ganz viele Contents, die ich generiert habe, weisen irgendwo Fehler auf. Ist das Ganze loopfähig? Ist das inhaltlich logisch? Ihr seht es auch, ich habe dieses Bild extra genommen. Mit Schrift kann das Ding noch nicht so wirklich gut umgehen. Artelakte, Unsinn, inhaltlich logisch, ja, das sind also Sachen, die passieren da, weil ChatGPT in diesen bildgenerativen Tools kein Verständnis von Sprache hat, zumindest bisher nicht. Also wir müssen das prüfen danach. Wir können nicht einfach schauen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und dann die Rechtslage. Ja, ich habe es mir relativ einfach gemacht. Es gibt Menschen, die zum Beispiel vor mir hier auf der Bühne waren, die von recht deutlich mehr Ahnung haben als ich. Was ich aber weiß, ist, OpenAI macht sich das einfach und sagt, hier, ihr habt damit all eure Urheberrechte an den Inhalten, die ihr generiert, die könnt ihr benutzen. Jetzt haben wir nur noch mal die Herausforderung, was ist in Deutschland Urheberrecht, was hat die Maschine gemacht und was habe ich gemacht. Wichtig ist, das zählt, und das habe ich mir entsprechend so sagen lassen, je mehr eigene Ideen in den Loop eingeflossen sind, desto mehr könnt ihr Urheber von dem Ding sein. Weil wenn ihr ChatGPT nur eintippt, ich hätte gern Sonnenuntergang am Meer, was macht ChatGPT dann? Es macht den Sonnenstand selbst, es macht die Farben selbst, es guckt, wie tief muss der Ozean sein, wie blau muss der sein. Dann ist von euch nicht so viel Input drin. Wenn ihr das aber genau beschreibt und sagt, die Sonne soll bitte schon halb hinterm Horizont versunken sein, das soll eine orangene Stimmung sein, ich hätte gern noch ein Bötchen da rumschwimmen, dann ist das eure Idee. Und das ist das Ding, was man beachten muss und wo man dann sich informieren muss. Was ganz toll ist, jetzt hier bei dieser Nummer, ich habe gesagt, das war eine ZDF-Aufzeichnung, ich muss mir keine Gedanken machen, dass mich danach irgendjemand verklagt, weil ich seinen Content benutzt habe, weil ich habe den selber generiert und OpenAI sagt, hier ist deins, kannst du machen, was du möchtest. Und zu guter Letzt, Preise. Ja, das ist ja nicht alles kostenlos. Ich habe es vorhin gesagt, Sora kostet 200 € im Monat, wenn ich das Vollpaket haben mag. Runway kostet 160 €, wenn ich das Vollpaket haben mag. Google Gemini bekostet in der Pro-Version auch nochmal Geld. Topaz kostet Geld. Also wenn ich mich nicht richtig versehe und alle Tools, die ich in meinem kreativen Workflow benutzen will, haben mag, zahle ich 500 bis 1000 € im Monat. Und dann muss man sich überlegen, mache ich das so oft, dass sich das lohnt, oder lagere ich das wieder aus? Und dann der letzte Konflikt, dafür reichen die 2 Minuten, die ich noch habe, noch aus, ist ganz klar Kunst versus KI. Ich möchte niemanden ersetzen mit meiner KI-generierten Content-Geschichte. Und das werde ich auch in Zukunft nicht tun. Also das wird nicht so enden, dass der Künstler hier auf dem Boden sitzt und sagt, hier Content für kleines Geld, damit die KI entsprechend das nicht erstellen muss. Das ist nicht das Ding. Wir können KI als Werkzeug einsetzen. Das ist kein Wettkampf, Künstler gegen KI. Weil die KI kann noch lange nicht das, was ein Künstler kann. Weil was kann der Künstler? Selber nachdenken, selber Ideen prompten, selber Ideen schöpfen und selber dran arbeiten. Die KI setzt nur das um, was ich reingebe. Ich als Künstler bin am Ende immer noch der, der entscheidet. Ich sage, ich will die Version, ich will die Version, ich will das einsetzen, ich will das nicht einsetzen. Ja? Und es wird auch nicht so sein, dass euch die Kunden weglaufen, weil die den Content selber generieren. Das passiert nicht. Die Kunden wollen immer noch, dass ihr ein Gesamtpaket anbietet. Das ist zumindest meine Erfahrung. Wir können da gerne drüber sprechen, aber kein Kunde kam bisher zu mir und hat gesagt, hey, das, was da auf der Bühne läuft, hier hast du einen Stick, habe ich selber gemacht. Passiert nicht. Also, lasst uns KI als Werkzeug benutzen, ja? Lasst uns unsere Content-Maschine mit in den Truck einladen. Wir können das wundervoll in unseren Produktionsablauf integrieren. Wir werden niemanden ersetzen. Es ist ein wundervolles Werkzeug, was uns unterstützt in der Content-Generierung, was uns Möglichkeiten an die Hand gibt, die wir vorher nicht hatten, was uns vielleicht auch bei Produktionen, die wenig Budget haben, die Möglichkeit eröffnet, coolen Content hinzuliefern, aber was niemals dazu führen wird, dass wir einen Künstler in seinem Platz verdrängen. Und damit mag ich enden. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort und habe noch ein kleines bisschen Zeit für Fragen. Vielen Dank, lieber Tom, hier bei uns auf der Bühne für das Darlegen von KI im kreativen Workflow, wie wir es erlebt haben. Gebt gerne ein Handzeichen. Wir haben auf jeden Fall noch den Raum für eine Frage und eine Antwort. Da vorne geht es. Und dann kannst du ja danach auch im 1:1 weitergehen. Du bist ja noch vor Ort. Hi, wer bist du und was ist deine Frage? Hi, ich bin Jörg. Das mit den Outlines am Anfang, habe ich das richtig verstanden? Da bist du jetzt noch nicht arg viel weitergekommen. Du hast es noch nie live eingesetzt. Du hast da noch nie was fertig gekriegt. Genau, ich habe es noch nicht auf dem Gebäude draufgehauen. Das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ist zu überprüfen, stimmt es überein mit der Pixel-Map, die ich erstellt habe. Und das hat funktioniert. Also kann ich mit Sicherheit sagen, es wird wahrscheinlich auf dem Gebäude funktionieren, aber ich kann euch kein Beispiel zeigen für einen Fall, wo es funktioniert hat. Du hast gesagt, sobald man einen CAD-Plan hat, könnte man auf jeden Fall schon genauer da was... Genau, also das ist total krass. ChatGPT kann das lesen, ihr werft es einfach rein als PDF. Mittlerweile funktionieren sogar DWGs und es wird dann eine Pixel-Map rauswerfen. Aus dieser Pixel-Map könnt ihr euch dieses Referenzbild erstellen lassen. Natürlich in jedem Schritt, ihr müsst halt nochmal prüfen. Passt es, funktioniert es, nachmessen und wenn das passt, dann... Kann man dich irgendwie verfolgen, um das tatsächlich als Ergebnis noch irgendwie... Also mich würde es tatsächlich sehr interessieren, Absolut. was dann noch bald rauskommt. Also ich heiße mit meinem Klarnamen Tom Greber, wie hier auf dem Vortrag, auf Insta, LinkedIn und so weiter. Da findet man regelmäßig das, was ich so tue. Okay, cool, danke.
Da sind wir wieder dabei. Ne? Es geht dann doch auch immer wieder um das Menschliche, ne? Und die Kommunikation und dann von deiner Recherche und von deiner Expertise profitieren. Danke für deine Frage und schön, dass ihr euch auf diese Art und Weise aus dem Publikum raus zur Bühne hin schon vernetzt habt und das tun werdet. Dann sage ich für den Moment ganz lieben Dank. Wenn